Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der Kawasaki Ki 61-1D Yen von Tamiya im Maßstab 1:48. Das ist ein relativ neuer Bausatz von Tamiya aus dem Jahr 2016, ist also nach neuesten Methoden gefertigt, und wenn man Tamiya kennt, dann weiß man, dass da einiges zu erwarten ist. Was mir an dem Flugzeug so gefällt, ist die Form. Die erinnert mich ein bisschen an eine Bf 109. Und das ist auch nicht ganz grundlos, weil die Motoren, die die Ki 61 hatten, waren eine Lizenzfertigung vom Daimler-Benz 601 Motor. So, dann schauen wir mal rein in die Schachtel. Das ist alles so, wie man das von Tamiya kennt und erwartet. Die Gießäste sind alle einzeln eingepackt. Das ist eigentlich ganz gut. Und wir finden auch nicht zu viele Bauteile da drin. Also das verspricht, ein schnelles und einfaches Projekt zu werden. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung an. Hier eine Farbtabelle, die bezieht sich nur auf Tamiya-Farben. Das ist ja auch klar, ein bisschen Werbung in eigener Sache sozusagen. Dann wird hier noch darauf hingewiesen auf zwei Varianten, die man mit dem Bausatz bauen kann. Hier einmal mit Antennenmast und einmal ohne. Das ist dann auch spezifisch für die Bemalung und Markierung, aber das schauen wir uns dann später an. Dann startet der Zusammenbau ganz klassisch mit dem Cockpit. Finde ich auch gut, dass das hier nochmal in einer zusätzlichen Zeichnung erklärt wird, wie hier die Teile zu platzieren sind. Hier auch nochmal genau erklärt, wie das Instrumentenpanel bemalt werden soll. Also meiner Meinung nach sind die Bauanleitungen von Tamiya eigentlich die besten, die es gibt. Da kommen wirklich keine Fragen auf. Pilotenfigur liegt auch bei. Ist auch eine schöne Sache. Oft fehlt es heutzutage. Und ja, dann kann man sich irgendwie nach Ersatz umschauen aus Resin, was dann relativ teuer gerät. Hier dann die beiden Rumpfhälften. Eine Rumpfhälfte kann man auch als Klarsichtteil bauen. Das wird hier auch erklärt. Ist auch eine sehr ungewöhnliche Option. Dann kann man auch mal einen Blick in das Flugzeug reinwerfen. Ja, hier geht es weiter mit dem Rumpf und hier kommt der Motor. Der liegt auch komplett bei, was ich ziemlich überragend finde. Dann kommt es auch schon zusammen. Noch ein bisschen mehr Ausstattung. Das finde ich auch immer gut bei Tamiya, bei den Flugzeugen, dass das Cockpit von unten eingesetzt werden kann. Wenn der Rumpf schon beieinander ist, dann kann man das alles in Ruhe bemalen und kommt noch hin an allen Stellen. Das ist eigentlich hervorragend gelöst. Hier dann die Tragflächen. Ja. Ist nicht weiter kompliziertes Modell. Sollte eigentlich auch für Anfänger gut machbar sein. Oh, das ist auch sehr schön. Hier wird noch hinten am Rumpf so eine Leiste eingebaut. Dadurch vermeidet man dann eine Trennnaht, die man zu verschleifen hat. Das ist sehr praktisch. Spart man sich jede Menge Arbeit. Also da hat Tamiya wieder gut mitgedacht. Ja, und dann werden hier noch die ganzen Ruder eingesetzt. Ja. Auspuffanlagen sind auch separat. Das ist auch immer praktisch. Dann kann man die einzeln bemalen und nicht am Flugzeug. Ja, Lufteinlass. Das ist auch ein recht kompliziertes Teil eigentlich. Schön gemacht. Fahrwerksbeine. Ja. Hier wird dann auch erklärt, wie man die Cockpit-Kanzel maskieren kann. Es liegt schon entsprechendes Schablonenmaterial bei, was ich auch sehr gut finde. Da muss man da nicht wieder loslaufen und extra Geld investieren. Finde ich einfach super, dass das schon dabei ist. Das nimmt einem viel Arbeit und Ärger ab. Ja, Propeller und so weiter. Das ist alles ganz klassisch und dann ist der Bausatz auch schon beieinander. Hier hinten findet man dann noch ein bisschen Informationen zur Bemalung von dem Flugzeug oder auch wie man mit Abziehbildern umgehen soll. Das ist
alles bekannt. Auf einem separaten Blatt findet man dann noch ein bisschen Hintergrundgeschichte zum Flugzeug auf Japanisch, Englisch, Deutsch und Französisch. Wird auch noch ein bisschen erklärt, was die einzelnen Teile an dem Flugzeug sind und technische Daten und so. Finde ich, ist eine sehr gute Dreingabe. Die Bemannungsanleitung ist hier auf einem großen Blatt Papier ausgedruckt, was ich sehr gut finde. Dann sieht man alles einfach etwas detaillierter. Interessant ist jetzt hier, dass manche Abziehbilder aufgetragen werden müssen, bevor diese grünen Tannstreifen draufkommen. Ist auch sehr gut, dass das hier nochmal erklärt wird, wie das zu funktionieren hat. Hier, dieses Flugzeug ist von Leutnant Shunzo Takashima von der 244. Gruppe auf der Chofu Airbase im Mai 1945. Das ist auch das Flugzeug, was auf dem Packungsbild drauf ist. Und das ist auch das, was mir eigentlich am meisten gefällt. Auf der Rückseite haben wir dann die zweite Variante, die ja ohne diese grüne Tannung auskommt und eben auch den Antennenmast nicht hat. Und dieses Flugzeug ist von dem Piloten Teruhiko Kobayashi, auch von derselben 244. Gruppe, auf demselben Flugplatz, Februar 1945. Schauen wir uns als nächstes die Gießäste an. Viele hat der Bausatz auch nicht. Tamiya-Bausätze neigen einfach dazu, ein bisschen einfacher gestrickt zu sein. Hier der Rumpf, sehr schöne Gravuren und auch versenkte Nietköpfe. Sieht wie spitze aus. Innen drin ist auch schon ein bisschen was aufgeprägt, aber da wird natürlich noch jede Menge eingebaut. Schön finde ich, dass die Teile sehr wenige Verbindungspunkte zum Gießast haben. Das verspricht ein schnelles Arbeiten ohne größere Versäuberungsaktionen. Ja, und der Propeller sieht auch sehr schön aus. Die Bordwaffen haben keine offene Mündung, da kann man entweder selber ein bisschen aufbohren oder, ja, ich würde mal auch sagen, der Bausatz verdient es durchaus, dass man da auch Metallrohre einsetzt für eine noch bessere Detailfülle. Am zweiten Gießast findet man dann die Tragflächen und Ruder und auch diverse Cockpit-Teile. Auch hier an den Tragflächen wunderbare Details. Das wird ein Wash sehr schön annehmen später. Fahrwerksschichte haben auch kleine Nietköpfe drin. Ganz tolle Gusstechnik, was Tamiya da hat. Ja, sehr schön. Grat- oder Sinkstellen sucht man hier vergebens. Das ist alles makellos. Hier der Pilot. Der sieht eigentlich auch ganz manierlich aus. Mir gefallen bloß die Hände nicht so sehr, aber gut, so viel sieht man von dem Piloten später auch nicht, sofern man den überhaupt einbaut. Hier hinten hat er auch noch so eine Ritze. Das sollte aber dann auch nicht sichtbar sein. An diesem kleinen Gießast findet man dann den DB601 Motor. Das ist ein wahres Schmuckstück. Der ist wirklich zu schade, um den im Rumpf zu verstecken. Deswegen liegt da auch eine Rumpfhälfte als Klarsichtteil bei. Super detailliert, wenig Teile. Das verspricht großen Bastelspaß. Wie schon erwähnt, eine Rumpfhälfte liegt als Klarsichtteil bei. Ich habe es auch verglichen mit dem nicht transparenten Teil. Das ist absolut identisch. Also da sind auch die Details genauso scharf. Normalerweise ist es so, dass Klarsichtteile manchmal ein bisschen schwammigere Details haben, aber das ist hier nicht der Fall. Das ist absolut ebenbürtig. Was mir jetzt bloß nicht so gefällt, es ist nicht absolut transparent, es ist mehr so milchig. Gut, man kann dann schon einiges sehen vom Innenraum, aber dann glasklar sieht man es dann doch wieder nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, was da der Grund ist.
Ist auf jeden Fall eine schöne Option, das zu haben. Ich persönlich finde es ein wenig avantgardistisch, also so ganz meinen Geschmack trifft es nicht, aber es ist auf jeden Fall gut, dass die Option besteht. Und es ist auf jeden Fall für Leute, die von der Technik im Flugzeug fasziniert sind, auf jeden Fall eine sehr schöne Option. Die Cockpit-Verglasung liegt auch doppelt bei, einmal eben als geschlossene Kanzel und dann einmal zum Öffnen. Das finde ich auch gut, dass das so ist, weil wenn man da separate Teile hat, habe ich manchmal das Problem, dass die Farbe dann in die Ritze, die da entsteht, noch ein bisschen reinkommt beim Lackieren und dann hat man die Sauerei im Cockpit. Da ist mir das dann doch lieber, wenn man das geschlossen baut, dass es dann auch wirklich zu ist, dass nicht irgendwie eine Farbe durchsiffen kann. Die Klarsichtteile sind wirklich glasklar. Ich würde wirklich sagen, perfekt durchsichtig, da gibt es keine Probleme. Wenn jetzt der Rumpf auch noch so transparent wäre, dann wäre das wirklich ganz interessant für mich. Hier haben wir noch die Optiken und einen Landungsscheinwerfer. Ja, viel mehr ist hier auch nicht dran. Ebenfalls sehr gute Klarsichtteile. Für faule Leute wie mich liegt dann auch noch Maskierfolie bei für die Cockpithaube. Die ist zwar nicht vorgeschnitten, aber auf jeden Fall ist schon mal die Form vorgegeben. Man kann es also leicht ausschneiden und das Ganze ist dann selbstklebend. Dann klebt man das auf, kann in aller Ruhe lackieren. Finde ich sehr gut, dass das dabei ist. Wenn es nicht dabei wäre, würde ich es mir auf jeden Fall kaufen von Eduard, weil ich habe da 2 linke Hände beim Abkleben. Ich finde das schrecklich. Ich würde viel mehr Flugzeugmodelle bauen, wenn die Cockpithauben einfach leichter zum Behandeln wären und ich auch nicht mit Milliarden von Abziehbildern mich abgeben müsste. Wo wir schon gerade von Abziehbildern reden, dem Bausatz liegen 2 Bögen bei. Hier der kleinere. Hier sind ja allgemeine Markierungen drauf, Wartungsmarkierungen oder hier auch ein Abziehbild für einen Sitzgurt. Tamiya Abziehbilder neigen immer dazu, ein bisschen dick zu sein, aber die hier machen ein bisschen einen dünneren Eindruck. Der Trägerfilm ist auch sehr klein. Und was ich besonders schön finde, ist, dass die Abziehbilder auch matt sind, also nicht so glänzen. Das finde ich immer ganz schrecklich. Hier dann der zweite größere Abziehbilderbogen mit den Hoheitszeichen und so weiter. Auch hier sehr hohe Qualität. Nicht so dick, wie man das von anderen Tamiya-Bausätzen kennt. Also grundsätzlich arbeite ich sehr gern mit diesen Abziehbildern von Tamiya. Die sind sehr verlässlich, auch wenn sie schon ein paar Jahre alt sind, funktionieren die immer noch ganz gut, was man jetzt bei anderen Herstellern nicht unbedingt behaupten kann. Also die sollten sich auf jeden Fall sehr gut verarbeiten lassen. Und zu guter Letzt noch die Polycaps, da brauche ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Das sind einfach weiche Gummibuchsen, die man eben dazu verwendet, dass sich zum Beispiel der Propeller noch drehen kann am fertigen Modell. Das ist ein bewährtes Tamiya-Konzept. Finde ich immer gut, dass das dabei liegt. Dann kann man einfach feste Steckverbindungen machen, ohne irgendwas kleben zu müssen. Wie zu erwarten, ein sehr durchdachter Bausatz von Tamiya. Und ich glaube auch, dass sie sich da extra viel Mühe gegeben haben, nachdem es auch einfach ein japanisches Flugzeug ist und da einfach der Heimvorteil nochmal eine Rolle spielt. Interessant ist eben die Option mit der durchsichtigen Rumpfhälfte. Ich persönlich werde das sicherlich nicht so bauen, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es dabei ist und wird auf jeden Fall auch seine Liebhaber finden. Ansonsten ist der Bausatz im Prinzip makellos, sehr einfach gestrickt, leicht zu bauen, gute Details. Sicherlich kann man das eine oder andere noch verbessern mit Foto-Ads und Metallrohren und weiß der Teufel. Luft nach oben gibt's immer. Aber ich finde, das ist hier ein sehr schöner, einfacher Grundbausatz, der sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene interessant ist. Das Einzige, was mich an dem Bausatz ein bisschen stört, ist der Preis. Hierzulande kostet der so um die 40 Euro. Das ist sehr happig für einen Bausatz dieser Größe, wenn man das jetzt vergleicht, was zum Beispiel Revell, ICM oder auch Svesta anbieten. Da ist man häufig eigentlich bei der Hälfte des Geldes. Und gut, die sind natürlich nicht ganz so besonders von der Detaillierung oder auch jetzt von den Optionen her. Aber
Man muss eben sehen, was man braucht. Da finde ich, sind 40 Euro schon ein Hammerpreis. Da bin ich wirklich froh, dass ich den Bausatz geschenkt bekommen habe und den mir nicht selber gekauft habe. Weil bei 40 Euro, da zögere ich schon. Den würde ich mir, glaube ich, für das Geld nicht kaufen. Soviel zum Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Varkas.